Na, endlich! Ich stehe schon seit 20 Minuten in der Schlange hier bei der Post. Hallo zusammen und willkommen bei Wow Spoken German. Ich bin Peter und heute bin ich nicht im Studio, sondern mitten im Alltag. Adele, kannst du mich hören? Haha, ja, ich höre dich gut, Peter. Hallo an alle, die heute dabei sind. Ich bin Adele. Und Peter, ich weiß genau, wie das ist. Die Post kann manchmal wirklich lang sein. Was machst du denn dort? Ich möchte ein Paket verschicken. Meine Schwester wohnt jetzt in einer anderen Stadt und ich habe ihr ein paar Sachen gekauft, die ich ihr schicken möchte. Geburtstagsgeschenke. Ihr Geburtstag ist nächste Woche, also muss ich mich beeilen. Oh, wie schön. Du bist wirklich ein guter Bruder, Peter. Und das ist auch ein perfektes Thema für unsere Zuhörer heute. Wir sprechen über die Post, über Pakete verschicken, auf Deutsch natürlich. Das ist etwas, was jeder im Alltag braucht. Genau. Und ihr könnt heute mitmachen. Habt ihr schon einmal ein Paket auf Deutsch verschickt? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt, wo unsere Zuhörer überall auf der Welt sind. Vielleicht lernt jemand Deutsch, weil er nach Deutschland ziehen möchte. Oder weil er deutsche Freunde hat. Das wäre interessant zu wissen. Aber Peter, erzähl uns mehr. Du stehst also in der Schlange. Was siehst du um dich herum? Beschreib die Post ein bisschen für uns. Also die Post ist ein mittelgroßes Büro. Es gibt mehrere Schalter, also mehrere Fenster, wo man bedient wird. Ich sehe Regale mit Kartons in verschiedenen Größen. Es gibt kleine Kartons, mittlere Kartons und große Kartons. Und es gibt auch Briefumschläge zu kaufen. Alles, was man zum Verschicken braucht. Super beschrieben. Das Wort Schalter ist wichtig. Ein Schalter ist das Fenster oder der Platz, wo ein Mitarbeiter sitzt und den Kunden hilft. Zuhörer, merkt euch das Wort, der Schalter. Und die Person, die dort arbeitet, nennt man den Postmitarbeiter oder einfach den Mitarbeiter. Richtig. Und jetzt bin ich fast dran. Noch 2 Personen vor mir. Ich habe mein Paket schon fertig eingepackt zu Hause. Ich habe einen großen braunen Karton benutzt, habe alles gut mit Luftpolsterfolie eingepackt, damit nichts kaputt geht. Luftpolsterfolie. Das ist das Plastik mit den kleinen Blasen, die man gerne drückt, oder? Haha. Kennt ihr das, Zuhörer? Jeder liebt es, diese kleinen Blasen zu drücken, aber sie schützen natürlich auch Gegenstände beim Transport. Haha, ja, genau das. Und ich habe auch die Adresse meiner Schwester auf den Karton geschrieben. Den Namen, die Straße, die Hausnummer, die Postleitzahl und die Stadt. Das ist alles wichtig, damit das Paket richtig ankommt. Sehr gut erklärt. Die Adresse ist natürlich das Wichtigste. Ohne richtige Adresse kommt das Paket nicht an. Zuhörer, wisst ihr, wie man auf Deutsch nach der Adresse fragt? Man sagt, wie ist deine Adresse? Oder kannst du mir deine Adresse geben? Genau. Und jetzt bin ich dran. Ich gehe zum Schalter. Ich sage, guten Tag. Oh, spannend. Und was sagt der Mitarbeiter? Er sagt, guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Das ist die typische Begrüßung am Schalter. Er benutzt sie, also die formelle Form. Bei der Post spricht man meistens formell miteinander. Wichtiger Hinweis. In Deutschland gibt es 2 Formen. Du, das ist informell, unter Freunden. Und sie, das ist formell, zum Beispiel mit Fremden, mit Mitarbeitern. In offiziellen Situationen, an der Post benutzt man fast immer sie. Ich sage, ich möchte dieses Paket verschicken, bitte. Und ich lege den Karton auf den Schalter. Perfekt, einfach und klar. Ich möchte dieses Paket verschicken. Zuhörer, das könnt ihr euch merken. Das ist der wichtigste Satz, wenn ihr ein Paket verschicken wollt. Der Mitarbeiter schaut sich das Paket an und fragt, wohin soll das Paket gehen? Also, er möchte wissen, in welche Stadt oder in welches Land das Paket reist. Wohin soll das Paket gehen? Das ist die wichtige Frage. Wohin bedeutet in welche Richtung oder an welchen Ort? Ihr könntet sagen, das Paket soll nach Berlin gehen oder nach München oder nach Österreich oder in die Schweiz. Ich sage, das Paket geht nach Hamburg, bitte. Meine Schwester wohnt in Hamburg. Der Mitarbeiter tippt etwas in seinen Computer und sagt, haben Sie die Adresse schon auf dem Paket? Und was sagst du, Peter? Ich sage, ja, die Adresse steht schon drauf. Und er schaut kurz auf den Karton und nickt. Dann fragt er, möchten Sie das Paket als Standardpaket oder als Expresspaket schicken? Oh, das ist ein wichtiger Unterschied. Ein Standardpaket ist günstiger, also nicht so teuer, aber es dauert länger. Ein Expresspaket ist teurer, kommt aber schneller an. Zuhörer, das ist wie in vielen Ländern, oder? Ihr könnt in den Kommentaren schreiben, wie das bei euch funktioniert. Genau. Ich denke kurz nach. Ihr Geburtstag ist nächste Woche Freitag. Heute ist Montag. Ich sage, ich nehme das Expresspaket, bitte. Ich möchte sicher gehen, dass es rechtzeitig ankommt. Rechtzeitig ankommen.
Das bedeutet, es kommt pünktlich an, nicht zu spät. Das ist natürlich bei einem Geburtstagsgeschenk sehr wichtig. Niemand möchte, dass ein Geschenk nach dem Geburtstag ankommt. Der Mitarbeiter legt das Paket auf eine Waage. Eine Waage ist das Gerät, mit dem man das Gewicht misst. Er sagt, das Paket wiegt 3 Kilogramm und 200 Gramm. Interessant, das Gewicht ist wichtig, weil der Preis oft vom Gewicht abhängt. Leichtere Pakete kosten weniger, schwerere Pakete kosten mehr. Das macht Sinn, oder? Absolut. Er tippt weiter und sagt, das kostet 9,90 €. Möchten Sie auch eine Sendungsverfolgung dazu? Oh, Sendungsverfolgung. Das ist ein tolles Wort. Sendung bedeutet hier das Paket, das verschickt wird. Verfolgung bedeutet, man kann es verfolgen, also man kann online nachschauen, wo das Paket gerade ist. Das ist sehr praktisch. Ja, ich liebe die Sendungsverfolgung. Man bekommt dann eine Nummer, eine sogenannte Tracking-Nummer und kann online sehen, das Paket ist jetzt in Frankfurt, jetzt ist es in Hamburg, jetzt ist es beim Zusteller. Sehr beruhigend. Beruhigend bedeutet, es macht einem keine Sorgen mehr. Man ist ruhig, weil man weiß, wo das Paket ist. Zuhörer, benutzt ihr Sendungsverfolgung, wenn ihr Pakete erwartet? Ich immer. Ich schaue manchmal 5-mal am Tag nach. Ich sage, ja, bitte mit Sendungsverfolgung. Der Mitarbeiter druckt dann ein Etikett aus. Ein Etikett ist ein Aufkleber mit einem Strichcode und der Adresse drauf. Er klebt es auf mein Paket. Also das Etikett ist der Aufkleber, den man auf das Paket klebt. Darauf steht die Adresse und es gibt einen Strichcode, den man scannen kann. Das ist die Grundlage für die Sendungsverfolgung. Dann sagt er, bitte unterschreiben Sie hier. Und ich unterschreibe auf einem kleinen Gerät, so einem Touchscreen-Pad. Er gibt mir einen Kassenbon, also eine Quittung. Eine Quittung ist wichtig. Das ist der Beweis, dass man bezahlt hat und das Paket aufgegeben hat. Wenn etwas schief geht, braucht man die Quittung. Man sollte sie immer aufbewahren, bis das Paket angekommen ist. Sehr richtig. Ich zahle mit Karte. Er sagt, Dankeschön, auf Wiedersehen. Und ich sage, Danke, auf Wiedersehen. Und damit ist alles erledigt. Das Paket ist auf dem Weg zu meiner Schwester. Super. Und das war so ein schönes Beispiel für ein echtes Gespräch an der Post. Zuhörer, habt ihr alle wichtigen Wörter mitgenommen? Ich fasse kurz zusammen, was wir heute gehört haben. Ja, gute Idee. Was haben wir gelernt, Adele? Also, wir haben gelernt, der Schalter das Paket, das Expresspaket, das Standardpaket, die Sendungsverfolgung, das Etikett, die Quittung, die Waage, das Gewicht. Das sind die wichtigsten Wörter rund um die Post. Und die wichtigsten Sätze? Ich möchte dieses Paket verschicken, bitte. Wohin soll das Paket gehen? Das Paket geht nach Hamburg. Möchten Sie eine Sendungsverfolgung dazu? Das sind sehr nützliche Sätze. Genau. Und Zuhörer, wir haben eine Frage für euch. Habt ihr schon einmal ein Paket in Deutschland oder in einem anderen deutschsprachigen Land verschickt? Wie war eure Erfahrung? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir lesen alles und freuen uns über eure Nachrichten. Und wenn ihr noch mehr solche alltäglichen Gespräche auf Deutsch hören möchtet, dann abonniert unseren Kanal Wow Spoken German. Hier lernt ihr Deutsch ganz natürlich, ohne Grammatikbücher, einfach durch Zuhören und Mitmachen. Das stimmt. Deutsch lernen muss nicht schwer sein. Es kann auch Spaß machen. Und je öfter ihr zuhört, desto besser wird euer Deutsch. Das versprechen wir euch. Ich bin übrigens sehr gespannt, ob meine Schwester das Paket rechtzeitig bekommt. Ich habe ihr ein Buch geschickt, das sie sich schon lange gewünscht hat, und ein paar Süßigkeiten aus unserer Heimatstadt. Oh, wie süß. Süßigkeiten aus der Heimatstadt. Das ist immer etwas Besonderes, oder? Es ist nicht nur ein Geschenk, es ist auch eine Erinnerung an zu Hause. Genau das. Und ich habe auch einen kleinen Zettel reingelegt. Ich habe ihr auf Deutsch geschrieben, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich denke an dich. Das ist persönlicher als eine Nachricht per Handy. Das ist wunderschön, Peter. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das ist der klassische Geburtstagsgruß auf Deutsch. Zuhörer, merkt euch das. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das ist ein sehr wichtiger Satz. Und wer hat heute Geburtstag unter unseren Zuhörern? Schreibt es in die Kommentare. Wir sagen euch dann herzlichen Glückwunsch. Wir feiern mit euch auf Deutsch. Haha. Hahaha, ja. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Eure Kommentare helfen uns auch zu verstehen, welche Themen ihr interessant findet. Also, schreibt ruhig, was ihr euch als nächstes Thema wünscht.
Das ist eine gute Idee. Vielleicht möchte jemand eine Folge über den Supermarkt oder über den Arztbesuch oder über eine Reise mit dem Zug. Alles ist möglich bei Wow Spoken German. Absolut. Wir sind für euch da. Und jetzt, bevor wir uns verabschieden, noch eine kleine Wiederholung. Peter, magst du die wichtigsten Sätze von heute noch einmal sagen? Langsam? Natürlich. Also langsam und deutlich. Ich möchte dieses Paket verschicken, bitte. Das Paket geht nach Hamburg. Ich nehme das Expresspaket. Ja, bitte mit Sendungsverfolgung. Perfekt. Zuhörer, sprecht diese Sätze laut nach, das hilft wirklich. Je öfter ihr sie sagt, desto natürlicher klingen sie. Das ist das Geheimnis beim Sprachenlernen. Einfach reden, reden, reden. Und nicht aufgeben. Jeder macht Fehler, das ist normal. Auch Deutsche machen manchmal Fehler. Das Wichtigste ist, dass man es versucht und weitermacht. So ist es. Wir sind alle am Lernen. Deutsch ist eine tolle Sprache und ihr macht das wirklich gut. Wir sind stolz auf euch. Ich auch. Und jetzt verabschieden wir uns für heute. Es war schön, euch heute von der Post aus zu begleiten. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt und hattet auch ein bisschen Spaß. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auf Wiederhören, liebe Zuhörer. Bleibt neugierig, bleibt fleißig und hört uns nächste Woche wieder. Tschüss und bis bald bei Wow Spoken German. Macht es gut.